Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Bonjour mes amis, wir brechen auf von unserem schönen Zeltplatz in Percé. Tobi ist schon ready to go. Ich habe mir noch ein paar französische Vokabeln aufgeschrieben, die wir vielleicht brauchen werden, denn heute wollen wir nach Gaspé. Und ja, ich glaube, wir brauchen nicht damit rechnen, dass hier viele Leute Englisch können. Deswegen, was ich auch ganz niedlich finde, ist, dass die hier gar nicht so richtig, also ich dachte, dass hier alle Bonjour sagen, aber anscheinend ist es ja ziemlich üblich, dass die Leute Hallo oder Hallo sagen. Das ist echt süß. Wie bei uns. So, ready? Einigermaßen. Okay, dann los geht's. So, Erik, Elodie und Nael haben uns jetzt hier rausgelassen und wir müssen jetzt aber noch ein paar Kilometer laufen, um was zum Einkaufen zu finden. Steffi ist gerade einkaufen. Ich habe hier ein paar Übungen gemacht in einer kleinen Mall. Wir hatten jetzt Glück gehabt, dass uns jemand das ganze Stück mitgenommen hat, die 69 Kilometer bis hierher. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir jetzt quasi den kürzeren Weg fahren oder wir versuchen jetzt doch noch den nächsten Nationalpark mitzunehmen, der quasi um die Ecke ist. Das wäre nochmal ein kleiner Umweg zusätzlich. Und das entscheidet sich eigentlich, je nachdem, wo der nächste Fahrer hin will. Wenn der sagt, hey, ich fahre sowieso in den Nationalpark, so einen Campground, dann fahren wir da wahrscheinlich mit, weil das Wetter ist gerade geil, ausnahmsweise. Deswegen ist es gerade eigentlich sehr spontan. Mal gucken. Ja. Oh, thank you. Merci beaucoup. This was made in the Second World War. Yes. Oh, okay. Yes. Like a fortress. Like a fortress, yeah. I want to take you and show you this. Okay. Das Kanonenlager. Now, this is where the guns were. Here we go again. And another one. Now. Lighthouse right at the end. Okay. From the lighthouse to this shore, we Yeah. had a metal net, Okay. Okay. so the submarines could not go in the harbor. Okay. Ah, okay. So they had to open the gate every time a boat came. Yeah. Ah, To let okay. the boat in the harbor. Man-made. Seriously. "25 miles. 25. Yeah, from the head into Gaspé, 25 miles, natural harbor. The second best natural harbor in the world.
What is this in kilometers? Kilometers would be, 30 something, yeah. no, more than that. It would be almost like 40 something. 40 something, 30, yeah. 30 miles an hour is 50 kilometers. Ah, okay. Very huge. Da fährt Wade. Hat uns bis zum Campground gebracht. Was für ein freundlicher Mensch. So, nochmal winken. Hi. Er hat uns sogar zu einem Campground gefahren, wo in der Nähe ein Beach ist, wo wir baden können. Ja, ich will endlich mal im Ozean baden. Es wird Zeit. Ich war nur einmal baden im See, aber jetzt muss auch irgendwann mal der Ozean ran. So, unser Zeltplatz ist vorbereitet. Geht voll an. Alles ist ready. Denn ich will ja unbedingt noch mal im Meer baden. Also, mal gucken, ob es mir zu kalt ist. Werde ich ja sehen. Aber einmal muss ich noch ans Meer, bevor wir es nie wieder sehen. Also, auf zu La Mer. Jetzt sind wir zufrieden, oder? So, gerade frisch aus dem Meer. Also wir. Und jetzt gibt es lecker Armbrot. Und zwar irgendwas mit Bohnen. Wahrscheinlich Bohnen. Bohnen und eine vegane Suppe oder so ein veganer Eintopf. So, guten Morgen aus oder nahe dem Forillien National Park oder Parc de National Forillon. Irgendwie so. Ich gehe heute wandern. Und ich habe heute Strandtag. Was einige vielleicht auch noch nicht wissen, ich hatte letztes Jahr einen schlimmen Fahrradunfall und hat mir die Hüfte sehr weh. Und aufgrund dessen haben die mich dann geröntgt und festgestellt, dass ich einen doppelten Bandscheibenvorfall habe. Und ich habe viele, viele Stunden Physio hinter mir. Und deswegen muss ich einfach auch manchmal meinen Rücken schonen. Also jeder, der jetzt denkt, ich bin faul und will den Trail nicht mitlaufen, stimmt nicht. Also ich würde schon gerne mitlaufen, aber ich sollte meinem Rücken auch einfach mal einen Tag Ruhe gönnen, weil ich merke das schon wieder ganz schön, dass es weh tut. Eben. Ich wollte eigentlich zum Kap Gaspé, aber das sind 15 Kilometer von hier. Und dann wieder zurück ist halt vielleicht ein bisschen weit, da auch die Sonne ordentlich ballert. Mal gucken. Okay, es ist einfach echt witzig. Ich bin so 1,5 Kilometer an der Straße lang gelaufen. Das schien mir dann doch ein bisschen lang.
und langweilig. Und ich dachte, ich probiere es einfach mal und halt einen Daumen raus. Und wirklich nach 30 Sekunden das erste Auto hält an. Wieder ein Parkmitarbeiter. Er hat mir so ein bisschen was erzählt und gezeigt. Und jetzt bin ich quasi hier am Anfang des eigentlichen Trails und habe mir dadurch einige Kilometer gespart, was echt geil ist. Und mal gucken, vielleicht klappt zurück zu ja auch. Heute im Camp gibt's wohl eine kleine Veranstaltung, weil heute ist Canada Day. Und heute ist überall in Kanada quasi Party und verlängertes Wochenende. I wish all Canadians a happy Canada Day. Woo! Man sieht es wahrscheinlich auf der Kamera nicht. Ups. Aber dass es hier so bergauf ging, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, ich nehme natürlich wieder den interessanteren Weg und nicht den Hauptweg. Also sprich, so ein Pfad, der sich halt rechts und links immer mal von dem Hauptweg rumschlängelt. Aber dass das hier noch hoch in die Berge, in Anführungsstrichen, geht, wusste ich nicht. Ach, okay. Okay, krass. Ich bin gerade noch ein bisschen aufgeregt. Da ist jetzt einfach ein Riesenelch. Irgendwie 5 Meter vom Pfad weg, total gechillt. Oh. Ich meine, also man sieht es natürlich auf der Kamera nicht, oder nicht so gut, weil natürlich viele Bäume die Sicht versperren, aber das war echt krass, Alter. Das war riesig, riesengroß, ey. Oh. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier lang zu gehen. Wow. Sorry, Steffi.